2,5 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Das schaffen diese Apps mit einem einfachen Abonnementprinzip. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass du das auch kannst? Denn eins, das diese ganzen Apps gemeinsam haben, ist, sie wurden mit Hilfe von No-Coding-Tools erstellt, so wie Bolt, Lovable und Cursor. Diese No-Coding-Tools erlauben es sogar Otto-Normalverbrauchern, ihre Ideen in Software und Apps umzuwandeln. In dem heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Bolt.new eine ganz einfache Web-Application erstellen kannst und das in nur wenigen Minuten. Diese kannst du für deine Freizeit, dein Unternehmen oder einfach nur, um Spaß mit deinen Freunden zu haben, entwickeln. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich zeige dir, warum Bolt.new und diese No-Coding-Tools wirklich die Zukunft sind. Gut, ich würde dann sagen, wir fangen direkt einfach mal an. Ich nehme euch einfach Schritt für Schritt mit und zeige euch, wie einfach es wirklich ist, jetzt eine eigene Web-Application zu generieren. Ihr fragt euch vielleicht erstmal, Web-Application, was genau heißt das? Einfach, stellt euch vor, ihr geht irgendwo auf eine Webseite und benutzt zum Beispiel, sagen wir mal, Duolingo, aber halt als webbasierte Application. Genau das können wir heute kreieren. Ich werde noch ein Video machen dazu, wie man mit Hilfe von Bolt.new Mobile Apps machen kann, aber wir fokussieren uns jetzt erstmal auf Web-based. Das ist einfacher. Das ist auch erstmal das erste, wie der Prototyp entwickelt werden sollte, da es um einiges weniger kompliziert ist. Also, wir fangen an. Ihr müsst einfach nur auf Bolt.new gehen, dann wird auch schon direkt euch ein sehr bekanntes Fenster aufgemacht mit dem Chatbot-Tool und da müssen wir jetzt unseren Initial Prompt eingeben. Das heißt, wenn wir jetzt eine Idee haben, für dieses Video benutzen wir jetzt mal eine Lern-App, die ich auch mit anderen Tools und um einiges weiter schon gerade am entwickeln bin. Dazu am Ende des Videos noch ein bisschen mehr. Aber nehmen wir einfach mal eine Lern-App und wir wollen ganz basic anfangen, damit ich euch einfach mal zeigen kann, wie das jetzt funktioniert. Die Lern-App, da kann man seine Notizen hochladen und diese werden dann mit Hilfe im Backend, mit Hilfe von ChatGPT, das wir ja wahrscheinlich alle kennen, einfach verbessert, mehr strukturiert und letztendlich kann man so ganz schnell die Notizen, die man sich während der Vorlesungen, während des Unterrichts gemacht hat, um einiges verbessern, damit man dann am Ende besser mit lernen kann. Wir nennen das jetzt mal Learn.ai. So, was brauchen wir jetzt dafür? Wir brauchen jetzt erstmal einen Initial Prompt. Also erstmal eine Anweisung an Bolt.new, an unser System, wie wir uns das vorstellen. Also Bolt.new macht den ganzen Coding-Part für uns, macht den ganzen Frontend-Part, also das User-Interface, macht auch den Backend-Part mit der Data Storage, also wo letztendlich dann die Daten gespeichert werden. Das ist alles automatisch, das werden wir gleich sehen. Aber was wir brauchen, ist die Idee. Wir müssen ja erstmal herausfinden, was genau stellen wir uns eigentlich vor. Wie gesagt, die Learn-App. Wie machen wir es jetzt? Und zwar ganz einfach, wir benutzen ein anderes AI-Tool, und zwar ChatGPT, wie bereits gesagt. Und jetzt können wir einfach ChatGPT unsere Idee vortragen und fragen, ob er uns dabei helfen kann, den perfekten Prompt zu schreiben, damit unsere Idee bestmöglich umgesetzt werden kann. Was ich dazu benutze, weil es auch gleich für Bolt.new sehr wichtig wird, dass man es auf Englisch macht, ist Super Whisper. Was ist Super Whisper? Super Whisper ist ein Speech-to-Text-Tool, wo man einfach sprechen kann und mit KI sehr akkurat das in Text umwandelt. Das Gute ist dabei, Super Whisper kann Deutsch verstehen, gibt aber den Text auf Englisch nachher wieder. Das ist sehr hilfreich, deswegen kann ich euch das sehr gerne empfehlen. Es hat eine bezahlbare und eine freie Version. Die freie Version reicht komplett aus, ist sehr gut. Sogar auch mit dem Deutsch verstehen funktioniert das wirklich 1A. Also, wir fangen erstmal an, wir wollen den Prompt. Sagen wir das ChatGPT mal. Hallo, ich würde gerne eine Web-App developen für eine Lern-App. Und zwar die Idee ist letztendlich, dass wir unsere Notizen hochladen können und dann mit Hilfe von einem ChatGPT API Backend wir diese Notizen verfeinern können, mehr Notizen dazufügen und sie besser strukturieren können, damit wir sie dann am Ende weiterentwickeln können für Karteikarten zum Beispiel. Aber diesen Teil wollen wir erstmal nicht in unserer generellen Erstversion haben. Und zwar benutze ich dafür Bolt.new und deswegen möchte ich gerne bitten, mir einen Initial Prompt zu schreiben, womit wir dann das System prompten können. So, und wie ihr jetzt seht, übernimmt Super Whisper das Schreiben für uns. Wir sprechen einfach auf Enter und ChatGPT macht die ganze Arbeit für uns. Wirklich, heutzutage kann man wirklich sagen, benutzt die AI-Tools. Es ist wirklich unglaublich, wie viel schneller man damit arbeiten kann.
Und deswegen kopieren wir jetzt einfach hier mal den Code und gehen dann wieder zu Bolt.new rüber und fügen ihn einfach ein und es geht los. So, was ist jetzt Bolt.new nochmal genau? Also, Bolt.new ist ein No-Coding-Tool. Wie ihr seht, es schreibt den Code für uns auf der rechten Seite und alles, was wir gemacht haben, ist den Text hier eingeben. Und jetzt macht es hier ein paar Prozesse, es hat verschiedene Files entwickelt, die wichtig sind für eine Web-App. Und jetzt müssen wir wirklich nur noch rein mit unserer Sprache Bolt.new am Ende sagen, was wir verbessert haben wollen, wo es Fehler gibt und letztendlich somit unsere Web-App entwickeln. Diese können wir dann am Ende auch deployen, also auf ins Internet live schalten und sogar unsere eigene Domain damit verbinden. Das heißt, wir können sie dann letztendlich an andere Leute weitergeben. So, wie es aussieht, haben wir uns unseren Initial Prompt fertig. Und wie wir sehen, hat Bolt.new uns eine Webseite hier erstellt. Wir haben natürlich nichts über das UI gesagt letztendlich, weshalb es vielleicht jetzt nicht allzu schön aussieht. Aber wir probieren jetzt einfach mal hier eine neue Notiz zu erschreiben. Dazu gehen wir einfach auch direkt wieder rüber zu ChatGPT und fragen einfach mal ChatGPT, kannst du uns eine Notiz über Bäume schreiben? Nehmen wir jetzt einfach mal. Wenn wir einfach was haben, was wir jetzt letztendlich an das System weitergeben können. So, super. ChatGPT schreibt das für uns. Ist ein bisschen langsam gerade, weil ich das zu einer Zeit aufnehme, wo die USA auch wach ist und dadurch sind diese Tools meistens ein wenig langsamer, natürlich weil viel Usage gerade drauf ist. Aber wir machen jetzt mal rüber. So, jetzt möchte ich hier die Notizen einfügen und sehen jetzt hier haben wir unsere Notiz. Was jetzt aber noch fehlt ist, wir haben noch nicht unser AI-Tool, womit wir jetzt unsere Notizen verbessern können. Das können wir jetzt einfach Bolt sagen. Was jetzt noch fehlt, ist die Integration von der ChatGPT AI. Und dabei wollen wir jetzt diese Notiz nehmen können und sie mit einem Knopfdruck verbessern, erweitern und besser strukturieren. Bitte fange an, jetzt den ChatGPT API zu integrieren und sag mir, ob es irgendwelche Schritte gibt, wobei wir dir helfen sollen. So, jetzt geht's los. Und wie gesagt, es geht jetzt zurück in den Code. Und letztendlich, was wir jetzt gleich noch brauchen werden, ganz wichtig, ist unser ChatGPT OpenAI API Key. Das heißt, das ist ein Code, den wir hier gleich eingeben werden, welcher jetzt ChatGPT mit Bolt.new linkt und somit miteinander kommunizieren können. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich melde mich gleich wieder, wenn es dann soweit ist. Also, während der Code jetzt ein paar Minuten, wirklich nur Minuten lädt, zeige ich euch mal kurz, wie ihr euren API-Key bekommt. Ihr geht einfach auf platform.openai.com/API-Keys und könnt jetzt hier einen neuen API-Key erstellen. Gebt ihn einen Namen und dann könnt ihr jetzt hier diesen Key kreieren. Ich zeige euch das jetzt nicht, weil es ist ganz wichtig, dass ihr diesen Key geheim haltet. Denn wenn ihr diesen Key an jemand anderen weitergebt, kann dieser den nutzen und letztendlich zahlt ihr dann dafür, was er macht. Das heißt, immer geheim halten und den nehmt ihr jetzt und speichert den, dass ihr den gleich benutzen könnt für Bolt.new wieder. So, unser Tool ist jetzt wieder fertig geladen. Jetzt geht es darum, dass wir den API-Key an Bolt.new weitergeben, damit er fortfahren kann. Wie ihr seht, möchte er, dass wir unseren API-Key holen jetzt, das haben wir schon gemacht, und dann einen .env-File kreieren, was, wenn wir in die Codebase gucken, noch nicht da ist. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist ein .env-File? Ich sag euch nicht, was es ist, weil es braucht ihr gar nicht wissen. Was ihr jetzt nämlich macht, ist, ihr geht wieder in den Chat und sagt Bolt, dass er doch bitte das File kreieren soll und gebt ihm dann direkt den Code, dass er das dann auch einfügen kann. Wie gesagt, den Code halten wir geheim. Das heißt, einfach eingeben, kreiere du das env-File für mich und das hier ist ein API-Code und dann sehen wir es gleich wieder, wenn ich das gemacht habe. So, das habe ich jetzt gemacht. Wie ihr seht, wenn wir uns unsere Codebase jetzt hier anschauen, sehen wir, das .env-File ist jetzt hier erstellt worden. Hier ist der OpenAI-Key. Wie gesagt, den gebe ich euch nicht weiter. Und er hat uns gesagt, wir müssen jetzt einfach eine neue Notiz erstellen, ein bisschen Konten dazufügen und dann auf den Enhanced Note Knopf drücken, den wir jetzt noch gar nicht sehen. Aber dann machen wir das mal direkt. Und zwar gehen wir wieder rüber und holen uns unsere Notiz über unsere Bäume und können jetzt wieder zurückgehen zu Bolt.new und wieder eine neue Notiz erstellen. Machen wir das mal hier, unsere neue Notiz. Und jetzt wollen wir enhancen. So, jetzt haben wir was durchaus passieren kann. Und zwar, dass er ein Problem entdeckt.
Aber alles, was ihr machen müsst, ist einfach auf Attempt Fix klicken. Und dann fängt er ganz von alleine an, zu erkennen, was ist jetzt genau das Problem in dem Code, wie können wir das fixen und geht dann selber zurück, um alle möglichen Edits zu machen. Das kann jetzt ein paar Mal hin und her gehen. Und es kann sein, dass ihr letztendlich auch in eine Loop geratet, wo er immer wieder den gleichen Fehler, den gleichen Fehler und den gleichen Fehler macht. Wenn sowas passiert, ist wahrscheinlich besser, einfach direkt neu zu starten, als irgendwie versuchen, ohne große Coding Knowledge da zu erkennen, was das Problem ist. Das heißt, ihr nehmt, was ihr bis jetzt gemacht habt, den Initial Prompt wieder und gebt ihn einfach wieder in eine neue Bolt.new-Datei rein und dann hofft ihr, dass es bis dahin funktioniert. So, es scheint mir, als ob er den Fehler gefunden hat und jetzt es geupdatet hat. Dann probieren wir es doch einfach direkt nochmal neu. Wieder mit unserer neuen Notiz. Wieder über die Bäume und klicken auf Enhance. So, jetzt lädt er hier und wir haben wieder ein Problem. So, dann lassen wir ihn mal wieder fixen. Das kann jetzt, wie gesagt, ein paar Mal hin und her gehen. Und ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn es soweit ist, dass unser Tool funktioniert. Wie gesagt, einfach nur mit dem Chat reden, gucken, was das Problem ist, die Informationen weitergeben und dann macht das Tool das ganz alleine für dich. Wenn ich jetzt wieder gleich da bin und das gefixt haben, dann geht schon direkt dazu, dass wir es deployen. Das heißt, öffentlichen Internet machen, dass jeder Mensch, den du den Link weitergibst, dein Tool benutzen kann. Das kannst du für interne Sachen benutzen, also in deiner Firma, für irgendwelche Produktivitätstools oder einfach mit deinen Freunden irgendwelche Ranking-Tools. Alles ist wirklich hiermit möglich und es ist auch wirklich möglich, das UI anzupassen, was wir vielleicht auch noch gleich machen könnten, damit es ein bisschen schöner aussieht. So, nach ein bisschen hin und her jetzt und auch noch darauf achten, dass man auch wirklich Geld aufgeladen hat auf den OpenAI API-Konto. Das ist sehr, sehr wichtig, sonst funktioniert das alles hier nicht. Bin ich jetzt zu einem Punkt gekommen, wo es die AI-Integration funktioniert. Ich zeige euch mal eben kurz. Wenn ich jetzt hier einen Text eingebe, unsere Notizen unstrukturiert, dass der AI auch wirklich was dran ändern kann. Ich tue mal eben wieder drüber. Und ich jetzt hier auf Enhanced Notes drücke. Wie gesagt, das kann man auch alles noch gleich ändern. Das zeige ich euch, also von dem Layout. Dann wird jetzt hier geupdatet. Jetzt sozusagen, was jetzt gerade passiert ist, diese Informationen werden jetzt in OpenAI weitergeleitet und sozusagen, wie als ob ich das jetzt in ChatGPT reinpasten würde, genau das gleiche passiert. Was ist jetzt das Problem hier? Wie wir sehen, unsere Notizen waren auf Deutsch, jetzt sind sie auf Englisch. Kein Problem, das können wir auch ganz einfach fixen. Wenn wir unsere Notizen auf Deutsch eingeben, dann kriegen wir sie jetzt auf Englisch strukturiert wieder. Ich möchte aber, dass in der Sprache, in der die Notizen eingegeben werden, diese auch wieder strukturiert wiedergegeben werden. Bitte fixe das und gib mir Bescheid, wenn du fertig bist. Right? Also, genau das gleiche wieder. Einfach per Sprache eingeben. Es wird auf Deutsch übersetzt, auf Englisch übersetzt. Und jetzt können wir es direkt an Bolt weitergeben. Bolt erkennt jetzt mal wieder das Problem, sieht, was jetzt falsch ist und geht in den Code zurück und programmiert wieder. Wie gesagt, das kann jetzt wieder ein paar Mal hin und her gehen. Ganz wichtig ist, nicht aufgeben. Das kann manchmal ein bisschen frustrierend sein, aber man muss einfach ganz klar mit Bolt reden, was das Problem ist, und dann kennt Bolt das meistens auch von selber. Ich melde mich nochmal wieder, wenn es das jetzt hier gefixt hat. So, das hat jetzt vielleicht noch 20 Sekunden länger gebraucht oder 1, 2 Minuten, aber auf jeden Fall nicht viel Zeit. Ich glaube, es hat funktioniert jetzt. Wir geben mal unsere Notizen wieder ein. So, unsere Notiz über die Bäume. Klicken wieder oben auf Enhanced Notes und mal schauen, da haben wir es doch. So, was hat es jetzt gemacht? Strukturiert, verbessert. Natürlich kann man jetzt ein bisschen noch spezifischer werden mit dem, was es eigentlich machen soll, inwiefern es verbessern soll. Aber ich würde sagen, als erstes kleines Projekt für das Video jetzt hier, wir wollen ja nicht den Rahmen sprengen, schon mal sehr zufriedenstellen. Was können wir jetzt noch ändern? Jetzt würde ich sagen, wir ändern jetzt nochmal das UI, also das User Interface. Und zwar wollen wir es, sagen wir mal, in einem schöneren Style haben. Ich würde sagen, ich finde die Duolingo-Lern-App zum Beispiel ein sehr ansprechendes Design. Das heißt, wir sagen dem Bolt jetzt einfach mal, dass wir es eher in einem Duolingo-Clone haben wollen und dass unsere App Learn.ai heißt und der doch bitte oben das Logo Learn.ai einfügen soll. Jetzt bitte noch das User Interface ändern. Ich möchte gerne, dass du das zu einem Duolingo-Klon machst. Also denk dran, wie das User Interface von Duolingo aussieht. Außerdem heißt unsere Firma Learn.ai. Bitte füge ein Logo oben links in der Ecke ein, damit es wiedererkennbar ist. So. Dann prüfen wir kurz, ob der Prompt richtig ist. Hier einmal den Namen ändern. Und sieht sehr gut aus.
Dann geben wir mal den Prompt direkt ab. Und jetzt fängt es wieder an, sich zu überlegen, Duolingo, weiß doch, wie das aussieht, ändert jetzt den Code nochmal und das lädt jetzt ein bisschen, bis wir dann jetzt gleich das schönere UI haben. Und dann können wir auch schon direkt dazu zu dem nächsten Schritt übergehen, dass wir es dann auch wirklich jetzt im Internet deployen. Und ich melde mich dann gleich nochmal, wenn das jetzt geladen hat. So, da sind wir wieder. Hat jetzt fertig geladen, das Userface, wie ihr seht, sieht jetzt anders aus. Wir haben jetzt hier sogar Leben hier oben. Wie gesagt, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt für unsere App. Das könnten wir jetzt sagen, dass er das wieder entfernt, aber wir lassen es einfach mal so. Wir checken jetzt noch einmal kurz, bevor es losgeht und wir die Web-Application wirklich deployen, ob auch wirklich alles funktioniert. Wir geben nochmal unsere Notizen ein hier. So, Enhance. Und wie wir sehen, gibt es wieder das Problem mit der Sprache. Das sagen wir jetzt, Bolt nochmal, wie gesagt, diese Sachen können funktionieren. Wenn ihr andere Elemente einbaut, kann es sein, dass der Code ein bisschen verrüttelt wird. Und dass ihr dann einfach nochmal die ganzen Sachen neu fixen müsst. Aber ihr habt das jetzt schon einmal gemacht. Das heißt, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Das heißt, einfach nochmal genau das gleiche machen. Und dann komme ich jetzt gleich nochmal wieder. Sorry nochmal für die Pause, aber gleich nochmal, bis wir es dann endlich live schalten können. So, wie ihr seht, ich habe es nochmal probiert. Es hat wieder funktioniert. Und jetzt geht es endlich los, dass wir unser Tool live schalten können. Wie gesagt, ihr könntet hier jetzt noch Minuten, Stunden, Tage damit verbringen, das Tool so anzupassen, wie ihr es auch wirklich wollt. Das kann sehr viel Zeit dauern, sehr viel Nerven kosten, aber am Ende kann es auch wirklich es wert sein, kann es aber auch outsourcen. Aber dazu später noch mehr am Ende des Videos. So, wie können wir das jetzt hier live schalten? Erstmal, was haben wir hier oben? Wir können das exporten, also wir können uns unseren Code runterladen und ihn dann letztendlich selber weiterentwickeln, wenn wir die Möglichkeiten dazu haben. Oder wir können es hier deployen. Da seht ihr, im Chat geht es direkt los, und zwar benutzt es Netlify, einer der bekannten Hosting-Provider im Internet. Und dann müssen wir einmal jetzt hier warten, bis es sozusagen das zu Netlify deployt. Und wenn wir es gleich sehen, wir kriegen einen Link und den kann man im Internet eingeben. Und dann funktioniert es wirklich. Ich finde, das ist wirklich unglaublich, wie schnell es jetzt ging. Ich hatte der ganze Prozess mit dem Bugfixen jetzt insgesamt gut 20 bis 30 Minuten letztendlich hat das gedauert. Aber trotzdem, wenn man sich überlegt, ja, früher hätte man jahrelange Programmierungsarbeit gehabt, um erstmal das zu erlernen und dann die Programmierung selber. Das geht jetzt wirklich alles innerhalb von ein paar Minuten. Und es ist wirklich, wirklich unglaublich, was das für Möglichkeiten eröffnet für Startups, die neue Produktideen entwickeln wollen. Einfach ganz schnell die Idee in Bolt reingeben und wenige Minuten später hat man seinen ersten Prototyp, den man dann weiterentwickeln kann. So, wie es aussieht, ist es fertig. Wir können jetzt hier den Link klicken und da ist sie. Da ist unsere Web-App live im Internet unter diesem Link. Natürlich kann man jetzt dann auch seine eigene Domain connecten. Letztendlich, das kann ich gerne nochmal in einem weiteren Video zeigen, wo ich auch ein bisschen detaillierter darauf eingehe, was man alles mit Bolt machen kann. Ich wollte erstmal einen leichten Überblick verschaffen, was dieses Tool kann. Euch das erstmal zeigen, dass es so ein Tool gibt, dass es möglich ist, Apps einfach so leicht zu erstellen. Und jetzt probieren wir nochmal letztendlich, ob es funktioniert hat. So, hier, wir geben unsere Sachen rein, Enhance Notes und es hat funktioniert. Das heißt, es ist jetzt live im Internet und ihr könnt jetzt den Link an eure Freunde weitergeben. Diese können jetzt das auch benutzen oder an eure Mitarbeiter. So, ihr habt jetzt gesehen, wie man mit Bolt.new eine ganz einfache Idee in eine Web-Application umwandeln kann. Natürlich haben wir es jetzt für das Video den Rahmen etwas kleiner gehalten, nicht so viele Features hinzugefügt und auch nicht so lange überlegt, sondern haben es einfach genommen, wie es gekommen ist. Das könnt ihr natürlich viel, viel weiterentwickeln. Das dauert aber auch Zeit. Und gewisse Grenzen hat so ein Tool leider doch. Auf jeden Fall, wenn man sich nicht damit so gut auskennt. Wenn ihr jetzt aber eine Idee habt für euer Unternehmen oder für einfach in der Freizeit oder für die Schule, aber ihr nicht wisst, wie ihr sie umsetzen könnt, dann könnt ihr gerne mal den Link in der Beschreibung auschecken und da ein kostenloses Erstgespräch mit meiner KI-Beratung Link.ai buchen. Da können wir dann genau auf deine Vorstellungen, deine Ideen eingehen und dir ganz einfach aufzeigen, wie wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und solchen Tools wie Bolt.new oder auch Lovable und Cursor, wo in Zukunft nochmal Videos dazu kommen werden, ganz einfach eure Idee in die Realität umsetzen könnt. Wenn euch jetzt noch interessiert, wie ihr mit Bolt.new nicht nur eine Web-App, sondern auch eine Mobile-App auf euer Handy entwickeln könnt, dann könnt ihr jetzt das Video hier angucken und ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, wenn ihr abonniert, wenn ihr liked und es an Leute teilt, für die es wirklich sinnvoll sein kann. Bis dahin
und auf Wiedersehen.